Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, der E-Commerce-Agentur. Nach der erfolgreichen Anbindung unseres JTL-Shops an JTL Wabi, die wir euch im Tutorial bereits zuvor gezeigt haben, erweitern wir unsere Verkaufsoption um ein weiteres Shopsystem. Dieses wird im heutigen Video WooCommerce sein. Wie ihr also euren WooCommerce-Shop an JTL Wabi anbindet, lernt ihr in diesem Video. Was wird für diese Anbindung benötigt? Natürlich einen installierten WooCommerce-Shop. Zudem solltet ihr wissen, welche WooCommerce-Version ihr nutzt, um die richtige Auswahl beim JTL-Connector zu treffen. Wo wir auch schon bereits bei unserer zweiten Komponente sind, der JTL-Connector. Die Lizenz könnt ihr in eurem JTL-Kundencenter hinzufügen. Als letztes JTL Wabi. Wenn in eurer Checkliste 3 Haken zu sehen sind, dann seid ihr bestens vorbereitet und wir können starten. Der erste Schritt ist die Anmeldung in eurem JTL-Kundencenter. Hier gelangt ihr unter Produkte und Shop-Konnektoren auf die Konnektorverwaltung. Wir suchen die für unseren WooCommerce-Shop passende Version heraus, in unserem Fall ist das WooCommerce 4. Den Konnektor hinzufügen und herunterladen. Ist das erledigt, könnt ihr die heruntergeladene ZIP-Datei in eurem WooCommerce-Shop installieren. Dafür geht ihr in der linken Spalte auf Plugins, Installieren, Plugin hochladen, sucht den Ordner, in dem sich die Datei befindet und klickt auf Jetzt installieren. In unserem Fall wurde die Erweiterung bereits installiert und kann nun im Plugin-Ordner eingesehen werden. Wir aktivieren den Konnektor wieder und sehen diesen nun als aktives Plugin in unserer linken Spalte. Um den JTL-Connector zu aktivieren, tragt im JTL-Kundencenter eure Shop-URL ein. Diese kann, wie hier zu sehen ist, einfach aus der URL-Zeile generiert werden. Zurück in die Konnektorverwaltung und Webshop-URL ändern auswählen. Fügt eure Webshop-URL ein und klickt auf Ändern. Achtet darauf, dass das HTTP am Anfang entfernt werden muss. Sobald ihr das getan habt, öffnet JTL Wabi. Hier könnt ihr sehr ähnlich vorgehen, wie bereits im JTL Shop an JTL Wabi Anwendungsvideo gezeigt wurde. Auf Hilfe und Lizenz klicken, auf Lizenzen, den Lizenzschlüssel eintragen, solltet ihr das nicht bereits getan haben. In unserem Fall wurde das bereits im Vorfeld getan und danach den Online-Shop anbinden. Wir wollen diesen anlegen und tragen dafür den gewünschten Namen ein. Die Online-Shop-URL, diese findet ihr auch noch einmal in euren JTL-Connector-Konfigurationen in WordPress. Also kopieren und das Passwort ebenfalls aus WordPress einfügen. Auf Verbindung testen klicken und wenn ihr alles richtig befolgt habt, sollte eure Verbindung zwischen WooCommerce und JTL Wabi nun eingerichtet sein. Anschließend solltet ihr den Shop-Abgleich durchführen, indem ihr auf Online-Shop und Online-Shop abgleichen klickt und diesen startet. Sollte das beim ersten Mal nicht funktioniert haben, dann geht zuvor unter Online-Shop auf Komplettabgleich, wo ihr dann nochmal differenzierter unterscheiden könnt, was abgeglichen werden soll. Danach den Schritt mit dem Online-Abgleich wiederholen. Nun sollten eure WooCommerce-Daten in der JTL Wabi vorhanden sein und stehen euch zur Weiterverarbeitung bereit. Ich hoffe, wir konnten euch bei der Erweiterung eures Verkaufsfelds weiterhelfen. Sollte es noch Fragen zu JTL Wabi, dem Konnektor oder WooCommerce geben, gerne diese in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten wünschen wir euch auf diesem Weg erfolgreiche Verkäufe. Gehabt euch wohl, euer eBakery-Team.